Schottland. Gerade im Norden wirkt alles roher, weiter, kompromissloser. Die Landschaft ist rau genug, um Respekt einzufordern, aber auch offen genug, um dich mitzunehmen. Sie liegt da, als hätte sie keine Lust, dir irgendetwas zu erklären. Das Wetter wechselt schneller, als man reagieren kann. Du rollst hinein und merkst, dass du hier nicht der Maßstab bist. Unsere Bikepacking-Tour führt uns durch endlose Weiten, vorbei an Seen, über steinige Trails. Wir sind mit Gravelbikes unterwegs. Bikepacking, wie wir es mögen. Mit Gepäck, Dreck an den Beinen und genug Freiheit, um vom Plan abzuweichen. Durch die schottischen Highlands und die Isle of Skye. Eine Route, die eher nach Aufbruch klingt als nach Planung. Auf der Karte sah es nach einer guten Idee aus. Eine Route über alte Militärstraßen, durch Flüsse, Berge und Täler. Aber was du auf keiner Karte siehst, sind Zweifel, die Müdigkeit oder das Gefühl, dass du irgendwo zwischen Regen und Wind deinen Verstand verlierst. Ich will nach Hause. Es ist kalt. Ich will zu meiner Mami. Zugegeben, wir hatten auf gutes Wetter gehofft. Zumindest ein bisschen. Bekommen haben wir Schottland, wie es wirklich ist. Wind, Regen, Nässe und die Momente, in denen das Licht plötzlich alles verändert und du vergisst, wie sehr du frierst oder wie müde du gerade bist. Wir sind zu viert, verbunden durchs Graveln und die Lust auf ein echtes Abenteuer. Schottland ist härter, als es aussieht, aber schöner, als man erwarten würde. Wenn du hier unterwegs bist, merkst du schnell, wie sehr diese Landschaft dich fordert und genau deshalb hängen bleibt. Das hier ist Bikepacking in Schottland. Wild, unberechenbar und schön. Ein Abenteuer zwischen epischer Landschaft, nasser Realität und diesem Gefühl, genau am richtigen Ort zu sein. Patrick und seine Gang ist am Start. Junge, wir machen Stress in Schottland. Eine Scheiße. Ja, bei dem Wetter kann man nur geil. Das stimmt. So, moin moin. Stehen hier im Regen in Schottland. Und Ich bin auf dem Bild. wir fahren jetzt los, ey. Ja. Bis dann. Es ist kalt, bis später auf dem Treck. Ja, Ne? aber geil wird's. Unsere Tour beginnt in Dorney, im Nordwesten Schottlands. Von hier aus geht es weiter auf die Isle of Skye, hinein in eine Landschaft, die schnell klar macht, dass sie ihren eigenen Rhythmus hat. Was vor uns liegt, ist keine klassische Runde, es ist der Anfang eines Abenteuers. Die Schotten fahren hier wie die Assis, die überholen alle von rechts. Unverschämt. Echt? Ich erschrecke mich jedes Mal.
aber nur für Autos. Ich bin Tourist. Ist schon ein bisschen windig hier, wa? In Schottland. Ah. Kurz gucken, ob wir den Weg unten nehmen können. Nein! Ja, okay. Das ist nur für Autos. Die haben nur vergessen, das draufzuschreiben. Dass es nur für Autos ist. Ja, ich glaube auch. Jetzt wissen wir, warum diese Straße geschlossen war. Deswegen. Aber zum Glück gibt es hier an der Seite einen kleinen Trampelpfad. Also wir werden es schaffen. It's gonna take time, whole lot of precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right, child. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set on you. I got my mind set. Was ist denn los, Großer? Ich habe das Gefühl, ich habe meinen Penis verloren. Er ist so taub. Aber er ist noch da. Ich habe gerade kontrolliert. Ich habe nichts gesehen. This time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it, I know that I really can do it. I got my mind set on you. Set on you. I got my mind set on you. Set on you. But it's gonna take money. Child, it's gonna take time, all our precious time. It's gonna take patience and time to do it, 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 to do it right. Ja. Immer. Das ist wunderschön, ne Ben? Was? Ah, Findest du das auch schön? ja, total. Wunderschön. Verpiss dich, los. Ja, er fährt gerne bergauf. Leider geht das kleinste Ritzel bei ihm nicht mehr, deswegen ist er bergauf ein bisschen langsamer. Ja, ja. Schwacken, ey. Ich bin echt im Arsch, Mann. Ich will zu meiner Mami. Oh, ich weiß nicht, was mit mir los ist heute. Ich habe auch echt das Gefühl, ich muss gleich kotzen. Sehr übel, ja. Ja, mir ist übel und ich bin überhaupt nicht fit und ich weiß auch nicht, was los ist. Eigentlich bin ich fitter als sonst. Ich hab das ganze Frühjahr durchtrainiert. Aber ich fühle mich einfach nicht fit heute. Manchmal ist das halt so. Aber ich habe auch neben Tagesverabendlich. jemandem geschlafen, der geschnarcht hat wie so eine
Wie meinst du denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Links neben mir sitzt jemand. So, es ist halt super warm in Schottland. Ich bin hier den ganzen Tag kurz. Halt dein Maul. Und die beiden ziehen gerade eine Mütze an. Wir machen auch keine Wintertouren in den Karpaten. Einfach Mütze und der da hat Handschuhe an. Vielleicht noch die Dicken an. Gib mal her. Und der Typ hier hat ein Stoffwechselproblem. And this time I know it's real. The feelings that I feel. I know if I put my mind to it. I know that I really could do it. But it's gonna take a money. A whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take a time. Ja, sobald man hier zum Stehen kommt und es windstill ist und schattig, kommen die ganzen Midgies raus. Das sind so eine Art Sandfliegen. Die stechen ein und die gehen sogar ins Auge rein, Alter. Richtig nervig. Man wird verrückt. Schlimmer als Mücken. Viel schlimmer. Ben und Michael haben sich gerade abgesetzt. Die gehen ins Hotel. Ja, sind halt ein bisschen kaputt. Und wir beide haben keine Ahnung, wo wir hinfahren. Wir haben keine Ahnung, wo wir schlafen. Weil wir zelten wild, aber ohne Plan. Ja, Das wird schon. das wird schon. Das wird schon. Wir beiden haben hier jetzt einen geilen Schlafspot entdeckt. Genau am Wasserfall. Der Morgen ist kalt. 5, vielleicht 6 Grad. Wir packen zusammen, bleiben kurz stehen und schauen in die Ferne. Wasser, Fels und Weite. Von hier aus geht es weiter Richtung Kilt Rock. Wir sind gerade eben losgefahren und Ben und Michael sind jetzt auch wieder am Start. Weiter geht's zu viert. Ich hatte gestern starke Nackenschmerzen und bin nicht ins Bed and Breakfast gegangen. Ja. War schön. Warme Dusche, schön gemütlich gegessen. War gut. Wir haben angenehme 6 Grad bis 1A. Sommer. Schottland. Heute hat Ben es plötzlich eilig. Warum, weiß keiner so genau. Frühstück lässt er aus und meint, den Cree-Rank-Pass alleine überqueren zu müssen. Wir sehen ihm kurz nach, dann entscheiden wir anders. Ein Kaffee, Wärme und ein richtiges Frühstück. Wir haben vorhin 2 Wanderer getroffen. Bei Ben ist schon vorgefahren. Wir waren noch Kaffee, Kuchen essen, Supermarkt, dies, das. Und die haben den wohl gesehen. Die meinten auch, dass der Bier aussah. Super
super entspannt. Ja, der sah wohl super entspannt aus. Das beruhigt uns. Ja, wir haben uns Sorgen gemacht, haben wissen wir gar nicht. Nee. Wie scheint läuft alles. Ja, hier geht es jetzt entspannt eine 15% Rampe hoch. Ein Ort, der sich anfühlt, als wäre er nie ganz fertig geworden. Der Queerank ist Teil eines gewaltigen Erdrutsches. Als sich die Gletscher am Ende der Eiszeit zurückzogen, verlor das darüber liegende Gestein seinen Halt. Die schweren Basaltdecken begannen, auf den weicheren Sedimentgesteinen langsam talwärts zu gleiten. Die Landschaft wirkt verschoben, zerbrochen, fast unwirklich. Felsen liegen da, wo sie eigentlich nicht liegen sollten. Hänge kippen ab, Linien verlaufen schief. Alles sieht aus, als hätte sich die Landschaft hier bewegt. Beim Fahren zieht es den Blick ständig in alle Richtungen. Der Wind kommt plötzlich, das Licht wechselt ohne Vorwarnung. Eben noch weit und offen, im nächsten Moment dunkel und schwer. Man ist hier nicht einfach unterwegs, man ist mittendrin. Ja, der Queerank ist kein Ort, den man einfach abhakt. Er zwingt dich, langsamer zu werden, kurz still zu sein. Und genau darin liegt heute das Problem. Hier oben fühlt es sich an, als gäbe es keine Eile. Doch vor uns befindet sich eine Fähre, die uns zur nächsten Insel bringen muss. Jetzt film ich dich, für dich selbst filmst. Wo wir uns filmen. Und jetzt wieder abstürzen. Tschüss Patrick. Schön, dass du da warst. Wir rollen bergab Richtung Uig. Eine kleine Ortschaft auf der Isle of Skye mit ganzen 423 Einwohnern. Genauso hoch wie die Einwohnerzahl ist auch die Anzahl an Möglichkeiten, hier die Zeit zu verbringen. Nicht ganz. Uig ist eher, sagen wir, überschaubar. Es ist eine der unspektakulärsten Orte auf unserer gesamten Tour. Viel passiert hier nicht. Aber es gibt eine Bar. Eine. Die einzige weit und breit. Also landen wir genau dort. Nicht aus Überzeugung, eher aus Mangel an Alternativen. Die Zeit vergeht. Und schließlich fährt eine Fähre nach North Uist. Gar nicht mehr frech. Man könnte ihn fast gern haben, ne? Zu klein. North Uist ist ein kurzer Zwischenstopp. Ruhig und wenig Ablenkung. Wenn man sich Zeit nimmt, kann man draußen im Wasser Delfine, Wale, Robben oder Otter beobachten. Aber wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir heute, Ben? Heute geht's mir super. Super. Heute geht's mir gut. Wie geht es dir heute? Mir geht's heute richtig gut. Also wirklich gut. Du willst noch weiterfahren, habe ich gehört. Ja, ich würde gerne noch länger fahren wollen heute, weil es mir so viel Spaß macht und ich so fit bin. Also gerne können wir noch einen drauflegen. Echt seltsam, wie sich die Aussagen verzerren, sobald die Kamera läuft. Ich weiß nicht, was du meinst.
Mir geht's gut. Alter, ich hab mein E-Bike. Ich hab meinen drauf. Hast du nicht? Los, schnell ab! Nicht hinschmeißen! Scheiße! So, weißt du, so Leute, die immer zeigen, wie gut sie alles können, die sind total sympathisch. Ist locker. Hat sein Seil vergessen, ganz klar. Oh, mein Bike! Ja. Hier oben ist das Wetter, sagen wir, ausbaufähig. 4, vielleicht 5 Grad. Grauer Himmel, dazu ein feiner, windiger Sprühregen, der zuverlässig von der Seite kommt. Für mich kein Grund, das Sommeroutfit zu überdenken. Der Kalender sagt schließlich Hochsommer. Auf der ganzen Insel leben rund 1000 Menschen. Unsere Lebensmittel gehen langsam zur Neige. Und der größte Supermarkt hier wirkt eher überschaubar. Sehr überschaubar, aber auch das gehört dazu. Chips. Ich hab Hunger. Schönes Wetter, Flo, ne? Ja. Von hier aus geht es weiter nach Lewis and Harris, die größte Insel Schottlands. Eine Insel, die 2 Namen trägt und doch eine einzige ist. Lewis im Norden, Harris im Süden. Politisch getrennt, landschaftlich verbunden. Hier oben wird Gälisch gesprochen. Diese Insel wirkt wie ein Ort, der geblieben ist, wie er immer war. Unaufgeregt und eigenständig. Wir kamen mit der Fähre in Harris an. Harris wirkt zurückgezogen, aber auch etwas rauer und wilder. Lewis fühlt sich dagegen offener an, weit und voller Kontraste. 2 völlig unterschiedliche Charaktere, getrennt durch nichts weiter als eine unsichtbare Linie. Brauchst du Sandbänke hier, ne? Oh, ja. Hey! Das hier ist übrigens der windigste Ort Großbritanniens. Der Wind ist allgegenwärtig, so stark, dass selbst zu Fuß jeder Schritt zur Arbeit wird. Auf dem Fahrrad bedeutet das einfach weiterdrücken. Lewis zeigt hier sehr deutlich, wer den Ton angibt. Und während wir weiterfahren, wird klar, das hier wird ein eigenes Kapitel. Und wie geht es dir? Heute besser als gestern. Richtig gut. Bist du auch soweit zufrieden? Ja. Tag 3 und wir mussten etwas die Route umplanen, weil die Fähren ausgebucht waren, wie wir feststellen mussten. An den Tagen, an denen wir zurückfahren wollten, dementsprechend müssen wir die kürzen. Genau, deswegen definitiv eine Fähre buchen ist schon mal wichtig.
Und ja, leider fallen so ein paar Highlights raus, allerdings kommen neue dazu. Mal schauen, nicht ganz wie geplant, aber ist egal, wird trotzdem geil. Leben in der Lage. Das Wetter spielt auch mit, ey. Das ist doch ein Offroad-Geländewagen hier. Der fahren. Wir mussten heute Morgen ja die Route umplanen, weil die ganzen Fähren nicht fahren. Wie sehr ärgert dich das, Ben? Inzwischen gar nicht mehr. Wir hatten so einen geilen Gravel-Track. Mega. Hat sich voll gelohnt. So, die erste Mittagspause heute. Und Florian hat es ein bisschen eilig. Ja, weiß noch nicht warum, aber Ja, du willst weiter fahren. weiter. Gas geben. Ich esse erstmal. Ja, Mittagspause. Ben? Ja? Ist das deine Interpretation der Route oder des Wahoos? Meine. Gut. Er mag es nicht. Nicht so sein Ding, er wäre hier auf der Straße geblieben.
gut. Ich bin nur gestürzt. Jetzt kommt der Moment, bei dem jeder erstmal schluckt, noch bevor ich es tue. Ich fülle Wasser direkt aus dem Fluss ab, ungefiltert. Es ist tiefbraun, sieht aus wie schwarzer Tee. Das ist hier oben völlig normal. Viele Bäche und Seen sind so braun, weil das Wasser durch Torfmoore läuft. Aus dem Torf lösen sich natürliche Stoffe wie Huminsäuren und Gerbstoffe. Sie färben das Wasser dunkel, verändern den Geschmack, sind aber nicht gesundheitsschädlich. Im Gegenteil, diese Tannine wirken sogar antibakteriell. Das Risiko steckt nicht in der Farbe, sondern in dem, was man nicht sieht. Parasiten wie Cryptosporidium, die über Tierkot ins Wasser kommen können. Es ist ein Parasit, den man nicht sieht, nicht schmeckt. Kälte hält ihn nicht auf, noch nicht mal Chlor. Wenn du dich damit infizierst, liegst du mindestens eine Woche mit Durchfall flach. Aber dein Leben riskierst du damit nicht. Hier ist das Risiko tatsächlich überschaubar. Keine Landwirtschaft, keine Weiden, keine Schafe und keine Rinder, weit und breit. Schmeckt wie schwarzer Tee. Sieht auch so aus. In den Highlands gilt fließendes Wasser weit weg von Weiden als relativ sicher, aber es bleibt ein Restrisiko. Ich trinke es trotzdem. Florian, bist du bereit für die große Runde? Nein, absolut nicht. Auf keinen Fall. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier haben, aber mehr brauche ich auch nicht heute. Die Abzweigung? Ist die Abzweigung hier schon? Nee. Nee. Wir haben noch ein paar Kilometer. Ja. 15 Uhr, noch 53, 54 Kilometer auf der kurzen. Ja. Ja, genau. Bist du denn bereit? Bist du bereit, Patrick? Ich bin sowas von bereit, Leute. Patrick, zieh durch. Okay, gut. Wir gucken uns das dann auf YouTube an. Muss man machen, anders geht's nicht. Abonniert den Kanal von Patrick und dann unbedingt die Glocke aktivieren und ein Abo dalassen. Dann verpasst ihr auch nicht, wie er die extra Runde ganz alleine macht. Ne? Alles so gut, habe ich gesagt. Kein schöner Tourausgang bei den Regen jetzt. Aber Regen gehört zu Schottland dazu. Müssen wir hinnehmen, wie es ist. Da fährt er. So, jetzt geht's da lang. Ja, die Runde fahre ich jetzt aber auch nur, weil das Wetter so schön ist. Der Sturm zieht schneller auf als gedacht. Der Regen wird dichter, der Wind schwerer. Während die anderen Schutz suchen und sich für die Abkürzung zum Campingplatz entschieden haben, bleibe ich beim ursprünglichen Plan. Denn vor mir liegen ganz besondere Orte, die älter sind als alles um mich herum. Während Patrick jetzt einen kleinen Umweg macht, um sich noch eine Sehenswürdigkeit anzuschauen, auf die er nicht verzichten will und seine Fitness das auch hergibt, fahren wir derweil zum Campspot und warten da auf ihn. Mal schauen. 10 Kilometer haben wir noch vor uns und das Wetter ist echt mega beschissen. Es regnet die ganze Zeit, starker Wind. Ich befinde mich gerade vor den Calendish Stones. Das ist ein Steinkreis aus der Bronzezeit und sozusagen das schottische Stonehenge. Das ist eine super geile Landschaft hier. Ich bin hier oben, ja, und schaut euch mal diese Landschaft an. Geile Gegend. Die Calendish Stones wurden vor über 5000 Jahren errichtet,
und sind älter als Stonehenge. Niemand weiß ganz genau, warum sie hier stehen. Sie waren über Jahrhunderte fast komplett im Torf verschwunden, bis man sie im 19. Jahrhundert wieder freilegte. Die Steine bestehen aus Levissengneis, einem der ältesten Gesteine Europas, fast 3 Milliarden Jahre alt. Als sich das Gestein bildete, bestand das Leben auf der Erde noch aus einfachen Bakterien, die sich erst langsam zu Einzellern entwickelten. Die meisten Steinkreise richten sich nach der Sonnenwende. Kellenisch könnte anders ticken. Hier geht es vermutlich um den Mond, um einen Zyklus, der sich nur alle 18,5 Jahre beobachten lässt. Der große Mondstillstand. In diesen Momenten geht der Mond so weit im Norden und Süden auf wie sonst nie. Einige Steine sind genau darauf ausgerichtet und bei bestimmten Konstellationen wirkt es, als würde der Mond über die Hügel rollen. Sowas erkennt man nicht zufällig, dafür braucht es Beobachtung über Jahrzehnte, weitergegeben über Generationen und ein tiefes Verständnis für die Astronomie, lange bevor es die Wissenschaft überhaupt gab. Das Wetter in Schottland ist herrlich. Na gut, weiter geht's. Im Nassen. Ja, schön hier. Weiter draußen an der Küste liegt Giernennen, eine Siedlung, die es erst seit dem 17. Jahrhundert gibt. Die Häuser heißen Black Houses. Sie bestehen aus schwarzen Steinmauern, gebaut für ein Leben mit Wind, Salz und wenig Komfort. Die Häuser stehen eng, die Dächer sind tief. Menschen und Tiere lebten hier bis in die 1970er Jahre unter einem Dach. Nicht aus Romantik, sondern aus Notwendigkeit. Die Tiere gaben Wärme, die kurzen Wege schützten vor Wind, Kälte oder Verlust. Alles war aufs Überleben ausgelegt. Und irgendwie macht genau das diesen Ort so eindrucksvoll. Das ist geil. Leute, bei 6 Grad am Strand, es gibt nichts Besseres. Hey, die haben voll was verpasst. Das war so geil an diesem Traumstrand in der Nähe von den Steinhäusern. Alter. Ja, jetzt fahre ich zum Campingplatz oder ich habe keine Ahnung, wo die sind. Die haben mir einen Standort geschickt, aber ich habe noch nicht geguckt. Jedenfalls fahre ich da jetzt hin und dann ja, neigt sich der Tag dem Ende zu. Guten Morgen.
Ja, ich habe gerade gezeltet. Hier auf dem Campingplatz. Die anderen haben sich doch ein Zimmer genommen, weil die ein bisschen Angst vor Regen hatten. Und mal schauen, was die machen. Es ist jetzt 5 Uhr. Moin. Oh, sorry. Ja, bin müde, ich schlafe noch. Merkst du es nicht? Der Morgen ist ruhig, unerwartet ruhig. Wir rollen die letzten Meter zum Hafen nach Stornoway. Noch etwas verschlafen. Mit der Fähre geht es zurück aufs Festland. Kurz wirkt alles entspannt. Fast zu entspannt. In Ullapool endet dieses Gefühl schlagartig. Der Himmel zieht zu und dann kommt der Regen. Ich will nach Hause. Es ist kalt. Ich möchte einen warmen Tee gerne haben jetzt. Aktuell sind wir relativ planlos, ehrlich gesagt. Das Wetter ist so scheiße, so windig, so kalt. Keiner hat irgendwie so richtig Bock zu fahren. Außer du vielleicht. Auf in die Nässe. Was ist denn jetzt der Plan? Ja, fahren. Wir müssen das Wetterfenster nutzen. Es ist gerade nur windig. Wir haben gerade nur starken Wind. Kein Regen, kein Hagel und es ist sogar recht gemäßigt vom Wind her. Weil wir windgeschützt stehen. Wir haben In einem Innenhof. Ja, für heute ist noch Regen angesagt. Ich bin mal gespannt, ob sich das bewahrheitet. Komm, es fängt wieder an zu regnen. Wir müssen warm bleiben. Ja, dann geht. Bist du trockenen Fußes unterwegs? Siehst du das nicht? Also das war eine ganz easy peasy Wasserdurchquerung mit meinem geilen Birkenstock. Läuft! Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's ganz gut. Ja. Ich habe, glaube ich, leicht Sonnenbrand. Ich auch. Oder Schrumpelhaut, ich bin mir nicht sicher. Ich liege, glaube ich, schon zu lange im Wasser, seit 3 Tagen ungefähr. Ja, so ungefähr kann man es hier bezeichnen. Aber Pro-Trick, aus dem Tauchshop Neoprensocken. Ich hatte hier von einer meiner Taschen den Reißverschluss ein wenig offen und dann ist hier das ganze Wasser reingelaufen. Ich hatte hier eine richtige Pfütze in meiner Tasche. Das Problem ist, da ist mein Handy drin, mein Reisepass, meine Kreditkarte, selbst meine Kopfhörer und da lief dann auch Wasser raus, als ich die aufgemacht habe. So, jetzt habe ich das schon natürlich Und schon der rausgemacht. Autoschlüssel. Und der Autoschlüssel, mit dem wir auch zurückkommen müssen.
aber wir werden irgendwie zurückkommen. Bin sicher. Wegbeschreibung. Oh, vielleicht kann das mal jemand machen, der nicht so friert wie ich, Alter. Ich kann nicht mit Tippen und nix. Auf der Die zweite Straße nach rechts. Auf der rechten Seite. Die Karte jetzt auf Norden, Süden? Mir ist das auch geil. Los, fahren. Unerträgliche Hitze heute. Die Nacht verbringen wir anschließend im Hotel. Am nächsten Morgen ist alles anders. 15 Grad, Sonne, schönes Wetter. Als hätte es den gestrigen Sturm nie gegeben. Und Schottland zeigt sich uns noch einmal von einer ganz anderen Seite. Guck mal hier. Schön, dass hier so reingebaut wurde, diese Felsformation. Das begeistert mich gerade total. Ich kann mich doch voll begeistern. Und dann diesen Ausblick. Ist geil hier oben, Patrick. Schöner Damm, schöne Natur, geiles Wetter, Sonnenschein. Ist doch noch jemand kurz die Tour angepasst hat. Ja, das stimmt, definitiv. Da kommt auch noch. Und dann hoch, Arme im Kopf zusammen. Namaste. Das war geil. Das wäre jetzt der Moment, wo ich mir ein Bier wünschen würde. Ich würde mir so gerne einfach so ein Bier auf. Prost! Hier, frischend hier. So, können wir jetzt endlich losfahren? Ja, warte nur auf Patrick. Wir waren 3 Tage fast nur im Dauerregen. Es war echt zermürbend und windig. 6 Grad, Wind und Dauerregen. Es macht keinen Spaß. Und ich war auch nicht ideal eingestellt. Ich hatte nur so ein leichtes Regensetup für den Sommer mit. Ich war klitschnass. Wir haben den kleinen Racker gesucht, aber der versteckt sich wieder hinter der Kamera. Ja. Guck mal, wie sein Bäuchlein rauskommt. Ja, sein Bäuchlein kommt raus. Oh, warte, darf ich das mal kurz filmen? Also an alle, die gerade durch diese Kamera gucken, wir machen genau jetzt einen kleinen Perspektivwechsel. Guck mal hier. Der kleine Racker ist bauchfrei. Oh, hübsch. Mensch, frierst du nicht? Guck mal hier. Ganz schön sexy, ganz schön viel Haut.
fuck. Sehr tief. Sag mal, Patrick, kann es sein, dass die Pfütze tiefer ist, als du erwartet hast? Nee, habe ich mir genauso vorgestellt. Aber deine Füße sind komplett im Wasser. Nee, die haben Gore-Tex. Das passt schon. Das ist ja super. Ja, ich klick mich mal ein. Ja. Alles gut? Bist du da fast knietief drinne? Nein, Okay. ich weiß nicht, du tust immer so, als wenn ich irgendwie ungewollt in diese Situation geraten wäre. Aber das ist ein bisschen so eine Übertreibung, finde ich, deinerseits. Ja, okay. Muss ich schon sagen. Ja, okay, Entschuldigung. Ja. Ja, Entschuldigung. Die Kette fällt echt im ungünstigsten Zeitpunkt ab. Meine Füße sind nass. Deine sind nass? Jetzt sind die nass geworden. Meine jetzt auch. Nachdem ich hier irgendwie bis, keine Ahnung, der Antriebsstrang war unter Wasser, oder? Hm? Der Antriebsstrang war unter Wasser. Ja. Ja. Und Ja. zur Belohnung dürfen wir jetzt hier hoch. Auf geht's. Oh Mann. Das macht Spaß. Im Auto würde das viel Spaß machen. Und die Fender. Aber mit dem Fahrrad? Nee. Der da hinten wird wieder zur Diva. Wir brauchen Snickers. Es sind nicht alle hochgefahren, Ben. Wirklich nicht. Also außer dir, alle anderen schon. Das kommt nicht ins Video. Jetzt ist nur Berg runter. Das kommt nicht ins Video. Aber hat das schon gut gemacht, der Ben. Halt dich Maul. Ich will kein Lob von dir haben. Das Wichtige sind jetzt die nächsten 80. Oder Flo? Die nach Hause kommen. Wie hat das gemacht? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Wir sind Guck mal, stolz jetzt auf dich, kuschelt er mit Ben. mir wieder, der Kleine. Auch wieder ein bisschen Nähe. Kannst du alles in der Abfahrt immer rausholen. Stimmt. Du alles in der Abfahrt immer raus. Einfach runterrollen. Alter, Patrick, hör auf, Mann. Patrick, wo warst du? Das ging auch schnell. War nur eine Bildzeitung. Das war aber wirklich schnell. Machst du alles so schnell, wenn du nackt bist? Ein kleiner Zwischenstand. Wir hatten gerade technische Probleme bei einem Fahrrad. Und ja, wir haben immer noch technische Probleme an einem Fahrrad. Das Problem ist jetzt, dass das Auto noch 80 Kilometer entfernt steht und wir morgen eine Fähre bekommen müssen. Deswegen campen wir jetzt hier. Blase ich meine Luftmatratze auf. Genau. Und Genau, wir campen hier. Dafür bauen wir also der Plan ist, Patrick und Michael fahren quasi mit reduziertem Equipment die 80 Kilometer zum Auto und bringen das hierher und morgen früh fahren wir dann von hier aus zur Fähre. genau, das heißt, wir haben jetzt noch 1000 Höhenmeter, 80 Kilometer. So. Auto holen. Genau. Patrick wollte das so. Er wollte nicht weniger fahren. Wir haben das hier als Rennradtour geplant, damit wir schneller am Auto sind. Aber irgendwie führt uns Komoot hier so Gravel-Abschnitte lang, die nicht besser sind als vorher.
Und wir müssen auf fast 800 Meter Höhe oder sowas, glaube ich. Ne? Also das ist jetzt nochmal wie auf den Feldberg fahren zum Abschluss. Ja, leider. Es wird nicht besser. Ich glaube, wir müssen uns da hinten noch mal abseilen. Ja. Ich hoffe, du hast dein Seilzeug dabei. Als Autoenthusiast weiß ich, wie wichtig eine zuverlässige Versicherung ist. Mit der Versicherung von Helden.de seid ihr immer rundum geschützt. Egal ob beim Drohnenflug, auf dem Fahrrad oder im Urlaub. Schützt eure Sportgeräte und euer Gepäck mit der Helden.de Hausratsversicherung vor Verlust, Diebstahl oder Beschädigung. Kann ich mal kurz dein Handy haben? Danke. Und auch wenn ihr euch Ausrüstung von Freunden oder Familie leiht, steht euch Helden.de mit einer sinnvollen Haftpflichtversicherung zur Seite. Das geht nicht mal an. Mit der Top-Schutzgarantie von Helden.de habt ihr immer die besten Bedingungen. Solltet ihr eine günstigere Versicherung finden, wird euer Schaden zu deren Konditionen übernommen. Der kostenlose Wechselservice ermöglicht euch jederzeit zu Helden.de zu wechseln. Selbst wenn ihr schon woanders versichert seid. Und solltet ihr die Versicherung nicht mehr benötigen, könnt ihr jederzeit kündigen. Und das Beste ist, mit dem Rabattcode PZAS8 spart ihr einen Monatsbeitrag pro Jahr. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wir müssen jetzt hier rüber. Nur eine kleine Flussdurchquerung. Hatten wir heute schon. Sind ja schon erprobt. Hatten wir schon. Da ist ein Zaun. Wenn wir da rüber kommen, aber vor dem Zaun ist ja noch ein Fluss. Ich habe Rennrad eingegeben bei Komoot. Das ist halt... Oh Gott. Ich gehe rüber gucken, ob da ein Weg kommt, weil hier ist eine kleine Brücke. Nur in die Mitte. Und nicht die letzten 30. Das ist einfach eine Rennradtour bei Komoot. Alter, wir hätten den hochalpinen Weg fahren müssen, der wäre schneller gewesen. Wir haben extra nochmal 30 Kilometer mehr eingeplant, weil wir uns den Trail sparen wollten, in der Hoffnung, dass es in der Summe schneller ist. Aber es sind jetzt einfach doppelt so viele Höhenmeter und weniger Trail ist das auch nicht. Wir warten sonst kurz. Ich glaube, die macht Platz zum Überholen. Da hinten sind Berge. Wir müssen jetzt noch über den Pass drüber. 1300 Höhenmeter haben wir schon. Es wird dunkel, da hinten ziehen Wolken auf. Wir sind jetzt wie lange unterwegs? 1,5 Stunden oder so? Ja, insgesamt 5 seit dem Campingplatz, 1,5 Stunden und 10 Kilometer haben wir seitdem geschafft. Wir stehen jetzt oben auf dem Pass auf knapp 700 Meter und wollten ja jetzt runterfahren, aber ich sehe da keine Straße.
wir haben jetzt das Auto geholt und fahren zu den anderen. So, guten Abend. Ja, Michael und ich haben es geschafft, die beiden einzusammeln. Wir sind mit dem Auto zurückgefahren. Jetzt befinden wir uns auf der Fähre zurück nach, in die Niederlande erstmal. Und ja, wie fandst du die Tour? Toll, wer schon immer mal mit dem Tauchanzug Fahrrad fahren wollte, für den ist Schottland genau das richtige Land. Ja, was sagst du? Wer im Sommer 8 bis 12 Grad Temperaturen mag, keine Sonne sehen möchte und es gerne nass hat, Schottland ist genau das richtige Land dafür. Nein, jetzt ohne Scheiß, Schottland ist geil. Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Sehr viel, genau das, was ich mag. Und falls ihr was Ähnliches sehen möchtet, mit den beiden bin ich letztes Jahr zum Tuscany Trail gefahren und da war es auch relativ verregnet. Das Video dazu findet ihr hier oben in der Ecke und das Nordkap-Video ist hier unten verlinkt. Schaut da mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.